Ich habe es versucht, nochmal auf der Bremse mich dagegen zu stellen, aber diesmal hat er sich gesagt, nee. Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Hobby Racer Kanal. Ich habe heute mal wieder ein Rennen aus der letzten Saison für euch dabei. Und zwar war ich mit CR Moto am Slowakia Ring gewesen. Das war mein erstes Rennen am Slowakia Ring. Das zweite Mal, dass ich überhaupt erst dort war. Und bei diesem Rennen soll es auch direkt zu dem ein oder anderen Desaster kommen. Ich will euch gar nicht lang auf die Folter spannen, sondern wir gehen direkt rein, ab zum Warm-up. Wie ihr schon sehen könnt, stehe ich hier leider sehr weit hinten am Ende vom Feld. Viele Fahrer vor mir, das Ganze hat einen einfachen Grund gehabt. Am Morgen in den Turns, die zum Qualifying genutzt werden, hat mein Transponder nicht funktioniert. Heißt, ich konnte keine Quali-Zeit setzen und deswegen wurde dann einfach die Zeit von Flori genommen. Grüße an der Stelle, der dann in einer ähnlichen Zeitspanne wie ich unterwegs gewesen ist. Das heißt aber für mich, ich bin im Rennen 1 gestartet und dann relativ weit hinten, ich glaube es waren am Ende 29 Teilnehmer oder so, nimm's mir nicht krumm, genau weiß ich es nicht mehr, und ich bin an Position 26 ungefähr gestartet. Das heißt, das komplette Fahrerfeld war eigentlich vor mir gewesen und ich musste dann gucken, so schnell wie möglich weit nach vorne zu kommen, um mir einen guten Platz zu erkämpfen. Das Ganze habe ich im Warm-Up-Start hier, wie ihr sehen könnt, schon mal getestet, um zu sehen, wie weit ich vor der ersten Kurve schon Positionen gut machen kann. Ja, da hatten wir links von uns schon mal einen Frühstart gesehen und mein Start mal wieder wie gewohnt im Rennen dann doch eher verkackt. Trotzdem komme ich relativ gut noch weg, finde den Anschluss und kann mir hier schon die ersten paar Positionen erkämpfen. Rein geht's in die erste Kurve, alle sitzen geblieben, alle gut durchgekommen und weiter ging es nach vorne. Wieder gucken, dass man sich gut positioniert und die eine oder andere Position direkt mitnehmen. In die schnelle Rechtskurve rein, 5. Gang, schön eng am Curb und ab der zweiten Laterne direkt wieder voll aufreißen. Weiter geht's nach vorne und versuchen, Positionen gut zu machen. Ja, und da links seht ihr schon den besagten Flori, wie er reinsticht. Die Position lässt er sich nicht nehmen, das heißt, ich habe dann direkt schon zu ihm aufgeschlossen und befinde mich jetzt direkt hinter ihm. Ich in meiner neongelben Kombi mit neongelber Maschine bin natürlich auch sehr leicht zu erkennen für ihn gewesen. Und dann hat sich das ganze Geschehen hier auch schon direkt zu einem persönlichen Battle entwickelt. Ihr seht, das Fahrerfeld vor uns ist noch relativ eng beieinander, sehr viele Fahrer auf einem Haufen. Und da sehen wir aber bei mir auch schon mal das erste Mal, Ausgang aus der Haarnadelkurve, 2. und 3. Gang, wollte mein Gang nicht richtig rein. Der ist da ein bisschen rausgesprungen, dadurch habe ich direkt den Anschluss ein bisschen verloren und war dann auch völlig verwirrt, was meine Gangwahl angeht. Ihr seht es hier, bin ich auf einmal im ersten Gang. Bin dann auch ganz vorsichtig und da direkt vor mir ein erster Abflug. Der Kollege hat sich zum Glück nicht wehgetan, aber hat mich dann doch schon komplett aus der Fassung gebracht. Dadurch nochmal einen Platz verloren, Kamera nochmal gerichtet, Gänge nochmal sortiert, Kopf sortiert. Also in dem Moment war ich dann doch ziemlich aus der Fassung gewesen und musste mich mal erstmal selber wieder auf mich selbst und auf mein eigenes Rennen fokussieren. Hier sind wir in der langgezogenen Rechts, bevor es dann hier nach dem Umlegen wieder rausgeht auf Startziel. Ich habe mich soweit in meiner Birne wieder korrigiert und habe versucht, wieder den Anschluss ans Feld zu finden. Ihr seht's, Flori und Kollegen sind alle weit nach vorne gezogen, aber hier auf der Bremse kann ich schon an den Kollegen, der mich überholt hat, gut anknüpfen. Aus der ersten Kurve raus, schön Vollgas geben und den Schwung mitnehmen und lasse ihn dann auch schon vor dem ersten Hügel schon wieder stehen und habe mir meine Position zurückgekämpft. Das heißt, hier direkt vor mir seht ihr Flori schon wieder und die Jagd auf ihn war für mich dann wieder eröffnet. Beim Anbremsen bin ich stark und kann da wieder gut Meter gut machen und mich relativ nah an ihn positionieren. Jetzt wollte ich keinen Fehler mehr machen und einfach nur meinen Stiefel runterfahren, nah an ihn rankommen, um dann eine Gelegenheit zu finden, wo ich an ihm vorbeigehen kann.
Ihr seht es hier, ich bin schon sehr nah an seiner BMW dran und habe zu ihm aufgeschlossen. Jetzt heißt es dranbleiben, zweiter Gang raus beschleunigen, dritter Gang und was ist das? Schon wieder ging der Gang nicht rein und schon wieder verliere ich und habe Abstand zum Flori gewonnen. Das heißt, er zieht weiter weg. Ich versuche diesmal trotzdem konzentrierter zu bleiben als in der Runde davor und direkt wieder den Anschluss zu finden. Der Kollege, der in der Vorrunde hier gecrasht war, ist auch schon aus dem Weg geräumt. Das hat alles gut funktioniert. Auch wenn ich hier aus der Schikane raus wieder ein bisschen verloren habe, auf der Gerade bzw. auf der Bremse nach der Gerade bin ich stark und roll da wieder einige Meter ran, um wieder aufzuschließen. Diesmal habe ich mir gedacht, lasse ich ihn nicht so einfach wegkommen, auch wenn seine Doppel-R natürlich gut geht. Früh ans Gas gehen, meine Yamaha geht auch nicht schlecht. Das heißt, er fährt mir definitiv nicht weg. Und hier seht ihr es, auf der Bremse mache ich wieder massenweise Meter gut und bin dann schon wieder direkt an ihm dran. Jetzt den Ausgang aus der Kurve wieder gut treffen, früh ans Gas gehen und ich bin direkt dran. Hier wollte ich zuerst noch vorbeiziehen, habe mir dann aber gedacht, bei der schnellen Stelle hier wäre das zu riskant. Bei der hohen Geschwindigkeit muss man jetzt hier bei einem Fun Race kein unnötiges Risiko eingehen. Lieber hier dann auf der nächsten Gerade. Ich komme gut raus, stelle mich neben ihn, will vorbeiziehen und er lässt es sich wieder nicht nehmen, wieder reinzustechen und seinen Platz zu verteidigen. Wie erwähnt, das persönliche Battle war definitiv eröffnet. Man sieht auch schön, ich habe an einigen Passagen Geschwindigkeitsüberschuss, wo ich schneller fahren könnte und er mich ausbremst. Dafür gibt es an anderen Stellen Passagen, wo er definitiv Meter macht und ich keinen Anschluss finde. Deswegen wollte ich jetzt hier dranbleiben und sehe schon, er geht weit und das ist natürlich meine Chance. Die nutze ich, ich gehe innen rein und diesmal auch direkt den dritten Gang reingekriegt. Short Shift in den vierten Gang. Diesmal gut geklappt, konnte ihn damit überholen. Ja, und mir seine Position sichern. Das hat ihn dafür aber nicht abgehalten, weiter dran zu bleiben und von seiner Seite aus die Position von mir wieder zurückzuerobern. Hier im Geschlängel lasse ich definitiv noch einiges an Zeit liegen, bin hier viel zu vorsichtig, fahre viel zu weit die Kurven aus und bis ich dann wirklich Geschwindigkeit aufgenommen habe, ist schon einiges an Zeit verloren. Das Feld vorne scheint aktuell auch relativ weit weg zu sein, aber wir wissen genau, auf der Bremse wieder können wir Meter gut machen und uns so immer näher ans vordere Feld wieder ranfahren. Schön hier die langgezogene rechts wieder auf dem Ellenbogen durch, ab dem weißen Strich voll ans Gas gehen, aufreißen, über die Curbs auf Startziel und die Gänge voll ausfahren. Da kommt auch die Doppel-R von Flori nicht hinterher. Und dann geht es auf der Bremse wieder rein in Turn 1. So, Turn 1 gut rausgekommen, wieder schön hart ans Gas. Die Kuppe zwischen den Bäumen angepeilt für den ersten Hügel. Und rein geht's in die schnelle rechts. 5. Gang, ab dem Orangenen von der Leitplanke wieder Vollgas anlegen über die Curbs und ab geht's Richtung 2. Hügel. Diesmal konnte ich ihn schön weit von außen anfahren, weil ich kein Überholmanöver starten musste. Konnte den Schwung gut mitnehmen hier durch die 180 Grad. Short Shift 3, 4. Umlegen und über die Curbs weiter ins Infield. Hier hatte ich jetzt richtig freie Sicht vor mir und konnte meinen Stiefel fahren und dachte eigentlich, ich fahre mir so ein bisschen einen kleinen Vorsprung raus. Hab dann schon wieder vor mir den nächsten Fahrer gesehen. Allgemein, das vordere Fahrerfeld war wieder näher an mir dran und ich habe mir gedacht, ich kann mich auf die nächste Position konzentrieren. Mittlerweile hier Gangwechsel 2, 3, 4, auch ohne Probleme geklappt. Ja,
und habe mich dann auf die Jagd gemacht nach dem vorderen Feld. Ja, und plötzlich, wie kommt das denn? Ist der Flori doch wieder da? Stellt er sich an der gleichen Stelle wie vorhin schon wieder innen rein und ist hier im Geschlängel definitiv schneller, nimmt mehr Schwung mit, geht hier auch schneller auf die Gerade über die Kuppe raus. Ja, und da war ich dann doch ein bisschen überrascht. Wo kam er denn jetzt auf einmal wieder her und wie konnte er sich meinen Platz wieder schnappen? Ich habe es versucht, nochmal auf der Bremse mich dagegen zu stellen, aber diesmal hat er sich gesagt, nee, macht die Tür wieder knallhart zu und klaut mir die Linie, so dass ich nicht an ihm vorbeigehen konnte. So hart wie das Battle an mancher Stelle war, so fair war es aber definitiv auch und genau so sollte Racing sein. Niemand gefährdet den anderen und trotzdem wird hartes Racing gefahren, so dass jeder versucht, um jede Position zu kämpfen, aber man trotzdem noch mit dem nötigen Respekt für den Nebenmann unterwegs ist. Und so ging es dann wieder über den ersten Hügel, durch die schnelle rechts, auf die kurze Gegengerade und ich habe mir gedacht, jetzt einen guten Ausgang treffen, ich ziehe wieder an ihm vorbei und diesmal haben wir auch noch direkt den Kollege vor uns vor mir. Das heißt, dadurch konnte Flori von außen nicht reinstechen und ich habe mir die Position wieder zurückgeangelt. Jetzt habe ich mir gesagt, diesmal nimmer, ich behalte die Position, ich gebe es nicht wieder her. Im Gegenteil, ich suche die Flucht nach vorne und versuche den Kollege vor uns auch noch direkt zu überholen. Ich konnte sehr schnell zu ihm aufschließen und habe gemerkt, okay, er nimmt an einigen Stellen viel zu viel Schwung raus. Habe mich aber nicht getraut, in der Situation direkt vorbeizugehen und wollte lieber warten auf eine sichere Stelle. Die sichere Stelle kam dann hier innen rein. Er konnte mich früh genug sehen, ich klaue ihm die Linie. Und ab ging es wieder raus. 2, 3, 4. Da versucht er nochmal, stellt sich nochmal gegen rein. Da war ich auch sehr überrascht, dass er so gut den Ausgang trifft, um sich nochmal so knapp innen an mir vorbeizuschieben. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, alles klar Kollege, an dir bleibe ich dran. Ich weiß einige Stellen schon, wo du langsamer bist wie ich. Und den Platz hole ich mir definitiv noch. Hier im Geschlängel, auch wenn es meine Schwachstelle ist, kommt er zwar ein bisschen weg, aber dann kommt auf einmal die R1 und schiebt mächtig an. Ja, und auf der Bremse, während er schon lang die Bremse zumacht, habe ich noch voll Gas stehen, kann da mit einem Überschuss vorbeiziehen und dann in die langgezogene rechts vor Stadtziel reinrollen lassen. Den Platz habe ich mir in dem Moment verdient. Jetzt gut rauskommen auf Startziel. Und ich sollte weg sein. Aber hier auf einmal sehe ich schon, ihr seht es leider in dem Video schwierig, die Tanklampe geht an und ich habe hier und da auf einmal Ruckler beim Gas geben. Warum? Ich Idiot habe vergessen ordentlich voll zu tanken für das Rennen. Ich habe zu wenig Sprit mitgenommen. Das heißt, ich habe hier immer wieder im Video, seht ihr es vielleicht teilweise, Ruckler und Aussetzer, wenn ich voll ans Gas gehe. Und das Ganze, weil mein Tank einfach zu leer war. Man sieht leider die Tankanzeige auf dem verspiegelten Display von der R1 sehr, sehr schlecht, sonst könnt ihr es erkennen. Aber ich habe gehofft, ich versuche es einfach, ich ziehe durch, das Rennen geht hier nur noch 2 Runden, ich muss da irgendwie durchkommen, ich versuche es weiter. Hab dann auch hier versucht, schön meine Linie zu fahren und einfach das Ganze ein bisschen weicher zu fahren. Bis jetzt hat auch noch alles ganz gut geklappt. Ich konnte meine Position halten und auch Flori hatte ich in dem Moment nimmer im Kopf, dass er noch irgendwie in der Nähe von mir sein könnte. Schön sauber die Linie fahren, hier ein bisschen weit rausgekommen und jetzt runter in die Spitzkehre, schön eng rein und raus beschleunigen. Ja, aber ihr seht schon die Short Shifts und danach gehe ich auch nicht mehr voll ans Gas, sondern bleibe irgendwie so bei Halbgas, weil ich immer wieder die Ruckler in der Maschine gemerkt habe. Und zack, das Ganze nutzt Flori dann doch. Er war doch noch in der Nähe von mir, hat gesehen, dass ich geschwindigkeitstechnisch abbaue, hat aufgeschlossen und ist dann auch wieder direkt an mir vorbeigegangen.
In dem Moment habe ich nochmal so einen kurzen Ansporn gehabt, vielleicht doch noch irgendwie das Rennen durchzustehen, dass vielleicht der Tank doch noch hält und ich irgendwie dranbleiben kann. Aber ihr seht schon hier, es kommt auch viel weniger Leistung am Ende bei rum. Ich komme gar nicht mehr richtig auf Topspeed wie in den Runden davor. Habe jetzt versucht, noch irgendwie mit durchrollen lassen, dran zu bleiben. Aber auch hier gehe ich schon gar nicht mehr so hart ans Gas wie vorher. Und Achtung, da hat man es kurz gehört, im 5. Gang der Ruckler und hier muss ich auch komplett auslassen, weil im 6. Gang ging dann gar nichts mehr und ab Startziel musste ich dann wirklich ausrollen lassen und habe in dem Moment nur noch gedacht, okay, jetzt bitte nicht irgendwo unterwegs stehen bleiben, mitten auf der Strecke, sondern rechts ranfahren, Handzeichen geben, damit die anderen Fahrer alle Bescheid wissen, ja, und an mir vorbeiziehen können und ich einfach nur noch irgendwie über die Strecke pimmeln kann. Zurück zur Box. In dem Moment war ich einfach nur sauer auf mich selbst, dass ich nicht richtig geguckt habe, dass ich ordentlich tank und dementsprechend das Rennen vorzeitig beenden muss. Hier seht ihr es. Ich habe die Runde dann zu Ende gerollt, bin rein in die Boxengasse gefahren. In der 7. Runde, es wären noch 1,5 Runden bzw. 2 Runden gewesen in dem Moment, wo ich auf Startziel dann ausgelassen habe. Rolle in die Box, Maschine aus, wegpacken und damit ein Did Not Finish. Keine Platzierung für mich. Ja, was soll ich sagen? Es war ein spannendes Rennen, es hat mega Spaß gemacht. Ich hatte eine richtig geile Battle mit Flori, mit den anderen Fahrern gehabt, hatte einen guten Start, wo ich schon viele Plätze mir einheimsen konnte und am Ende alles selbst zunichte gemacht durch hier eigene Dummheit, weil man vorher nicht drüber nachgedacht hat, weil man nicht die Warm-Up-Lap ordentlich mit einberechnet hat in sein Auslitern. Ja, lieber mal 2 Liter mehr in die Maschine machen, als dann am Ende sowas wie bei mir gerade. Richtig ärgerlich gewesen, aber was soll man machen? Daraus können wir nur lernen. Habe ich dann auch für die restlichen Rennen in der Saison was draus gelernt und hoffentlich auch in Zukunft. Ich hoffe vor allem, dass euch das Video von dem Rennen jetzt wieder gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wenn ihr jetzt noch Lust auf ein Video habt, wie ihr euch richtig für eure optimale Saison vorbereitet und fit macht, dann schaut hier oben ins Video rein.